Hallo Himani. Hallo Nathalie. Schön, dass du für uns heute Zeit gefunden hast. Du hast auf deiner Visitkarte Contract Manager stehen. Was heißt das genau? Was machst du? Ja, mein Job ist, internationale und deutsche Verträge zu prüfen, kommentieren und zu verhandeln. Ich stehe auch bei rechtlichen Fragestellungen der Kollegen bezüglich Projekte zur Verfügung und bin bei der AGE-Gründung dabei, wenn es um AGE-Vertragsverhandlungen geht und auch Claim-Management. Im Prinzip bin ich, was alle rechtlichen Aspekte bei einer Projektausführung angeht, mit involviert. Spannend. Und wir haben bei der TMT rund um die Welt mehrere Standorte. Ich weiß, dass du auch verschiedene Sprachen kannst, was sicherlich hilft. Aber wie funktioniert die Zusammenarbeit mit den anderen Gesellschaften? Die funktioniert in der Tat sehr gut. Englisch ist natürlich sehr wichtig, dass man die Sprache gut beherrscht, sodass man eben auch international gut mit allen kommunizieren kann. Ich werde eingebunden zum Beispiel von UK, von Südafrika, Middle East, bin in verschiedenen Arten von Verträgen und Projekten involviert und die Zusammenarbeit funktioniert ganz gut durch die Sprachen. Da lockert sich natürlich die Situation, wenn ich jetzt mit einem Middle East-Kollege spreche, dass ich ein bisschen durch meine Middle East-Erfahrung in meinem früheren Job ein bisschen Arabisch gelernt habe, sodass ich dann die Situation durch ein paar arabische Sätze dann auflockere und somit wir besser ins Gespräch kommen und sie sich auch vertrauter mit mir fühlen, weil ich ja, wie gesagt, erst seit einem Jahr bei der DMT tätig bin. Mhm. Ja, super. Aber das klingt dann sehr spannend, aber auch nach sehr viel Verantwortung. Kannst du deinen Job überhaupt 9 to 5 machen oder wie kriegst du das mit Beruf und Familie unter einem Hut? In der Tat ist es eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, die sehr viel Zeit und auch Energie in Anspruch nimmt. Man möchte ja alles richtig machen, eine richtige rechtliche Beratung leisten. Es ist aber dank ortsflexibles Arbeiten sehr gut vereinbar mit Familie und Beruf. Meine Kinder, mein Sohn ist jetzt 5, meine Tochter ist 10, sind jetzt auch einigermaßen selbstständig und unterstützen mich auch sehr gut, muss ich sagen. Und du warst jahrelang auch als Contract Manager in einem vergleichbaren Unternehmen tätig. Wie kamst du denn zu DMT? Ich wurde vor 1,5 Jahren von einer Headhunter angesprochen und sie sagte, ich passe wirklich sehr gut auf diese Stellenbeschreibung und ich sollte doch mal zum Gespräch kommen. Ich habe ihr aber auch direkt gesagt, eigentlich habe ich gar keine Intention zu wechseln, weil ich bei meinem früheren Arbeitgeber auch zufrieden bin. Sie bestand aber darauf, dass ich zum Gespräch komme. Habe ich mir dann auch angehört, fand es aber auch sehr interessant, wie die Tätigkeit eben hier ist, die Internationalität, die ich auch gerne fortführen wollte. Der Standort Essen war für mich auch sehr wichtig und daher habe ich mich dann auch für DMT entschieden und auch für das aktive Projektgeschäft, an dem ich jetzt eben beteiligt bin, war für mich ein weiterer Anreiz. Ja, und seitdem bin ich seit einem Jahr hier bei DMT tätig und schätze auch dieses ortsflexible Arbeiten sehr, was für mich auch ein wichtiger Punkt war, damit ich Familie und Beruf vereinbaren kann, meine beiden Kinder nicht vernachlässige und auch im Homeoffice tätig sein kann. Klar passiert es schon mal, dass mein Sohn dann mit seinen 5 Jahren neben mir steht und irgendwas möchte und nicht interessiert, dass ich gerade ein wichtiges Gespräch führe, zum Teil auch mit Externen, aber dafür haben mittlerweile alle Verständnis und es ist für mich natürlich dann ein angenehmes Arbeiten. Und wie war das Onboarding bei DMT? Das Onboarding war eigentlich sehr gut organisiert. Ich hatte einen Buddy zur Seite gestellt bekommen. Mit ihr war ich dann auch ab und zu essen. Sie hat mir ein bisschen was über das Unternehmen und über die Mitarbeiter erzählt, ein paar Hinweise gegeben, was ich als Mitarbeiter sonst noch für Leistungen in Anspruch nehmen kann und an wen ich mich wenden kann zu verschiedenen Themen. Dann gab es auch ein Onboarding-Programm, das ist leider online gewesen, aber trotzdem sehr interessant. Da kamen alle neue Kollegen aus aller Welt zusammen. Das war auch sehr interessant zu sehen, wo noch neue Kollegen mit dazugekommen sind.
Indien zum Beispiel oder hier UK und verschiedene Bereiche. Die Einarbeitung war halt recht kurz, da eben Not am Mann war und ich direkt ins kalte Wasser geworfen bin, aber es klappte auch super. Also ich war auch wirklich innerhalb 2 Monaten komplett eingearbeitet und konnte direkt loslegen. Sehr schön. Dann danke für deine Zeit. Gerne.